Manchmal vergesse ich, wo mein Handy ist oder wo ich das Auto geparkt habe. Aber heute habe ich etwas vergessen, das man wirklich niemandem erklären kann. Als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich noch, heute könnte ein guter Tag werden. Mein Kopf war nicht ganz so vernebelt wie sonst. Der Körper fühlte sich etwas leichter an. Nicht schmerzfrei, aber erträglicher. Ich blieb noch kurz liegen und genoss diesen seltenen Moment, in dem alles ein wenig einfacher wirkte. Als ich aufstand, streifte mein Blick eine bunte Karte auf der Kommode im Flur. Es war ein Luftballon darauf. Irgendwas irritierte mich, ich hielt kurz inne. Vielleicht Werbung? Ich warf sie achtlos in den Papierstapel. Etwas daran war seltsam vertraut, und ich hätte schwören können, dass ich sie irgendwo schon mal gesehen hatte. Aber der Gedanke entglitt mir wieder, noch bevor ich ihn greifen konnte. Im Bad machte ich langsam. Nach dem Waschen sah ich mich im Spiegel an und musste tatsächlich lächeln. So etwas passiert nicht oft am Morgen. Vielleicht lag es am Licht. Oder daran, dass ich mich heute einfach etwas besser fühlte. Ich sah ein Gesicht, das nicht ganz so erschöpft wirkte wie sonst. Ein winziger Moment von Hoffnung. Ich griff nach der Creme und drückte etwas auf meinen Finger, um mein Gesicht einzucremen. Im letzten Moment merkte ich weiße, scharf riechende Zahnpasta. Ich starrte kurz drauf und war erschrocken über mich selbst. Eben fühlte sich doch alles noch so normal an. Ich schüttelte den Kopf. Unglaublich. Vielleicht war ich einfach noch nicht ganz wach. Als ich in die Küche kam, saß mein Mann Thomas schon mit einer Tasse Tee am Tisch. Er schaute kurz auf und für einen Moment wirkte er, als hätte er auf etwas gewartet. Vielleicht auf ein Lächeln, vielleicht auf ein Wort. Ich bemerkte es nicht wirklich, schenkte ihm nur flüchtig Aufmerksamkeit. Er lächelte schwach zurück. »Ich bin dann später kurz weg«, sagte er. Ich nickte gedankenverloren und öffnete den Kühlschrank. Beim Frühstück überkam mich ein seltsames Gefühl, so als würde ich etwas übersehen. Es war vage, ganz weit weg, kaum greifbar. Aber ich schob es gedankenlos beiseite, denn meine Aufmerksamkeit galt jetzt der Brille, die nicht an ihrem Platz war. Nach 10 Minuten fand ich sie auf meinem Kopf. Ich war genervt und auch etwas traurig. Wie oft war mir das in letzter Zeit schon passiert? Später, beim Aufräumen in der Küche, fiel mein Blick auf ein Rezeptbuch. Es lag offen auf der Arbeitsplatte, aufgeschlagen bei Himbeerkäsekuchen. Das war doch Thomas' Lieblingskuchen, oder? Ich hatte schon oft gedacht, dass ich ihn mal wieder backen könnte. Vielleicht ja heute? Aber der Gedanke zerrann, bevor ich ihn wirklich fassen konnte. Ich nahm mein Handy in die Hand, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Ein kleines Pop-up blinkte auf. Heute ist ein besonderer Tag. Ich wischte es weg, ohne es wirklich zu lesen. Dann schrieb ich Brot, Hafermilch, Kartoffeln. Ich legte das Handy beiseite und atmete durch. Eigentlich hatte ich keine große Lust loszugehen. Aber ich wusste, wenn ich es jetzt nicht machte, würde ich es später vergessen. Eine halbe Stunde später stand ich im Supermarkt und versuchte mich zu erinnern, was auf der Liste stand. Die lag natürlich zu Hause. Ich blieb eine Weile vor dem Regal stehen, schaute auf die Preisschilder, auf die Menschen um mich herum. Alles fühlte sich verlangsamt an, fremd, als wäre ich durch eine Glasscheibe von der Welt getrennt. Zum Glück fiel mir das meiste wieder ein, nicht alles, aber die wichtigsten Sachen. Als ich nach Hause kam, ließ ich die Tüten in der Küche auf den Boden sinken und atmete tief durch. Ich fühlte mich müde, obwohl der Tag kaum zur Hälfte vorbei war. Schritt für Schritt räumte ich aus. Das meiste hatte ich tatsächlich besorgt, nur die Milch fehlte. Ich hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel. Thomas war wieder da. Als ich ihm im Flur begegnete, sah ich in seinem Blick, dass etwas nicht stimmte. »Alles gut?« fragte ich. Er zuckte mit den Schultern. »Passt schon.« Ich nickte, sagte nichts.
Ein Teil von mir spürte, dass ich ihn hätte ansprechen sollen. Aber ich war wie blockiert, innerlich wie eingesperrt, handlungsunfähig. Später am Nachmittag setzte ich mich mit einer Tasse Tee auf das Sofa. Mein Notizbuch hatte ich auf dem Schoß. Ich blätterte durch die Seiten. Überall kleine Zettel, Anmerkungen, Aufgaben. Irgendetwas war doch noch. Es stach in meinem Kopf wie eine vergessene Nadel. Ich suchte und fand nichts. Aber das Gefühl blieb. Dieses bohrende, leise Wissen, du hast etwas übersehen. Ich blieb lange so sitzen. Irgendwann legte ich das Notizbuch zur Seite, stand auf und ging noch einmal durch die Wohnung. Ich suchte nach einem Anhaltspunkt, etwas, das mir helfen konnte, dieses diffuse Gefühl einzuordnen. Nichts. Am Abend ploppte eine Nachricht auf meinem Handy auf. Eine Freundin schrieb: „Grüß Thomas von mir und feiert heute schön." Ich starrte auf die Nachricht. Heute war also sein Geburtstag. Mein Magen zog sich zusammen. Mein Kopf wurde heiß. Mein Atem stockte. Ich hatte nichts gemacht, keinen guten Morgen oder alles Liebe, kein Kuchen, kein Geschenk, kein einziger Gedanke daran. Ich ließ mich auf den Stuhl sinken. Wie konnte ich das bloß vergessen? Tränen stiegen auf. Ich spürte diese tiefe, hilflose Mischung aus Scham und Erschöpfung. Es war keine böse Absicht. Es war der Nebel, der Fibronebel. Er nahm mir nicht nur die Gedanken, er nahm mir auch das Gefühl für Zeit, für Bedeutung, für Nähe. Ich atmete tief durch. Ich musste mit ihm reden. Irgendwie. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Ich ging langsam ins Wohnzimmer, wo er saß. Er sah auf, als ich den Raum betrat. »Ach, Thomas, Jan«, sagte ich nur. Er schwieg. Aber er hörte zu. Ich setzte mich neben ihn. Einen Moment lang sagte keiner von uns etwas. »Es tut mir leid«, flüsterte ich. Er drehte den Kopf und sah mich an. »Ich weiß«, sagte er nur. Dann, nach einer kurzen Pause, meinte er: »Ich habe unterwegs ein Stück Himbeerkuchen mitgebracht. Ich dachte, ich esse ihn allein, aber vielleicht magst du ja mitessen.« Ich musste lächeln. Es war kein leichter Moment. Aber er gehörte uns. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, in meinem Podcast findest du noch mehr.